Diese Scroll-Animation sieht man auf super vielen modernen Webseiten. Wenn du dich fragst, wie man diese in WordPress erstellt, dann bist du hier genau richtig, denn ich möchte dir zeigen, wie du sie im Bricks-Builder mit dem Add-on BricsForge auf deiner Webseite implementieren kannst. Mein Name ist Sebastian Dembinski und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Video. Okay, ich habe mich bereits einmal in WordPress eingeloggt und befinde mich im Bricks-Builder. Wir gehen zunächst einmal die HTML-Struktur durch, die wir jetzt für die Scroll-Animation benötigen. Das Ganze ist so aufgebaut, dass wir oben einmal die Hero-Section haben, die wir jetzt aber gar nicht für das Tutorial benötigen, und als zweite Sektion die Sektion mit dem Text, der später animiert werden soll. Diese besteht im Prinzip einfach nur aus einer Section und darin einem Basic Text. Dem habe ich einmal die Klasse Text Animation gegeben, einer Breite von 29 Charaktern und einer Textfarbe von einer transparenten Version meiner Light Color. Ich nutze Core Framework und kann hier eben einmal auswählen, dass ich hier einmal die transparente Version meiner Light Color nutze. Das war es im Prinzip von der HTML-Struktur und wir können mit der GSAP-Animation im BricsForge Panel weitermachen. Dazu öffne ich mir zunächst einmal mein BricsForge Panel und kann hier meine erste Timeline erstellen. Ich baue mir das immer in Ordnerstrukturen auf, dass ich später meine Timelines, falls es mehrere werden, easy wiederfinden kann und wähle diese On Scroll und die Timeline Text Scroll Animation. Als Trigger wollen wir das Ganze beim Scroll Trigger belassen, weil das Ganze hier animiert werden soll, während wir die Seite hoch oder runter scrollen. Und als Trigger Selector wähle ich einmal die Klasse, die ich für den Text angelegt habe, kopiere mir diese einmal raus und trage mir diese hier ein. Und müssen jetzt einmal festlegen, wann die Sektion bzw. wann die Scroll-Animation beginnen soll. Dazu können wir uns diese noch einmal auf der Seite anschauen und sehen, dass die Animation beginnt, wenn sich hier mein Text 90% entfernt vom Top-Viewport befindet. Das heißt, das Ganze müssen wir gleich einmal so hinterlegen. Man sieht, dass ich scrolle und wir uns ca. 10% im Browserfenster von unten befinden. Und das Ganze können wir so gleich auch einmal eintragen. Man könnte es natürlich auch machen, dass die Animation wirklich beginnt, sobald der Text sobald der Text ins Browserfenster einfährt. Aber ich wähle das eben einmal so, dass es hier noch etwas nach oben scrollen muss, damit ich einmal die Animation einfach noch besser sehen kann. Und zwar tragen wir dazu einmal ein Tab 90%. Einmal zur Erklärung, der erste Wert gibt ihr mal an, welcher Part meiner Trigger-Klasse, meines Trigger-Selectors letztendlich die Animation starten soll. In dem Fall ist es der Top-Part von meinem Text. Und der zweite Part sagt einmal, wie und wo sich letztendlich mein Text im Browserfenster im Viewport befinden soll. Und da haben wir ja gesagt, dass wir das 90% vom Top haben wollen, deswegen einmal die 90%. Als zweiten Wert müssen wir noch einmal festlegen, wann die Animation beendet sein soll. Und wenn wir uns das Ganze noch einmal anschauen, ist die Animation fertig, wenn sich der Text genau im Center meines Viewports befindet. Heißt, wir können hier einmal wieder eintragen, den ersten Wert meines Textes, also welcher Part von meinem Text sozusagen die Animation beenden soll. Und da wollen wir einmal den Center-Part wählen. Und als zweiten Punkt müssen wir noch festlegen, wo sich mein Text im Browserfenster befinden soll. Und hier eben auch Center. Und so können wir das Ganze dann hier eben einmal festlegen. Dann müssen wir noch einmal auswählen Use Scrub, was letztendlich bedeutet,
dass die Animation passieren soll, während ich hoch oder runter scrolle, und können hier jetzt einmal die eigentliche Animation anlegen. Unser Selector, der animiert werden soll, ist gleichzeitig wieder unser Text. Deswegen können wir diese Klasse hier so drin stehen lassen und müssen jetzt einmal auswählen, was animiert werden soll. Da ich Core Framework nutze und hier für die Textfarbe auch wieder eine Variable nutze, kann ich das Ganze hier einmal im Animation Object eintragen und kann hier jetzt meine Klasse wählen, beziehungsweise meine Variable wählen, die ich gleich nutzen möchte. Was ich hier jetzt nutze, ist hier meine Klasse Light, meine Light Color, die ich einmal animieren möchte. Natürlich könnte man das Ganze auch so machen, dass man hier die Farbe unten einträgt, aber da ich eben ein Framework nutze, trage ich meine Farbe hier oben ein, um das Ganze einfach nochmal ein bisschen wartungsfreundlicher zu haben. Jetzt kann ich mir schon einmal anschauen, ob das Ganze funktioniert, und ich sehe jetzt hier schon, dass der Text wirklich schon animiert wird, aber wir wollen das Ganze ja wirklich von Buchstaben zu Buchstaben animieren, während ich hoch oder runter scroll. Dazu gehen wir einmal ganz nach unten und sagen einmal Use Split Text und sagen einmal Chars, was bedeutet, dass jeder einzelne Buchstabe gleich animiert werden kann, und wählen einmal Use Stagger, dass die Animation nacheinander auf jeden einzelnen Buchstaben angewendet wird, und wählen hier einen Stagger von 0,4. Jetzt können wir uns noch das Ganze hier einmal in der Vorschau anschauen und sehen, dass das Ganze schon funktioniert. Aber wirklich sehen tun wir es dann auch nur auf der Live-Seite. Das heißt, wir speichern uns das Ganze einmal und können uns das Ganze einmal auf der Seite anschauen und sehen, dass hier unser Text perfekt rein animiert wird. Dementsprechend sind wir eigentlich schon mit der Animation soweit fertig. Und ich würde mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat, du einen Nutzen daraus ziehen kannst und das Ganze vielleicht auf deine Seite implementierst. Zukünftig werde ich noch ganz viele weitere Tutorials zum Bricks Builder, insbesondere mit Bricks Forge, GSAP Animationen erstellen, und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video auch wieder dabei bist. Ciao, ciao!